Patienten, Patientinnen bereuen selten das, was sie getan haben, aber sehr häufig leider das, was sie nicht getan haben. Tief neue frische Energie einatmen und verbrauchte Energien wieder auszuatmen. Wie reagieren denn die meisten Menschen? Kann man das überhaupt verallgemeinern? Gibt es da eine Übersicht? Sie treffen ja oft Menschen, die mit so einer Schockdiagnose konfrontiert werden. Sie haben es schon im Wort Schockdiagnose mit selbst beantwortet. Celebration. Celebration. Deine Zellen, dein Weg. Hi und herzlich willkommen bei Celebration. Willkommen bei einer neuen Folge und einem neuen Interview. Und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich Janine Kronhardt, Diplompsychologin am Sana Klinikum in Lichtenberg. Ich muss gestehen, ich war sofort schockverliebt, anders kann man es nicht sagen. Ich habe sie gesehen und wusste einfach, ich muss sie überzeugen für ein Gespräch, zu einem Gespräch. Ich war auf der wunderbaren Brustkrebsmodenschau und davor hatten sie einen Vortrag und diese Energie, die sie ausgestrahlt haben und diese Punkte, wo ich so dachte, wow, das klingt alles so einfach, das hat mich total beeindruckt. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit heute nehmen und vielleicht stellen Sie sich einfach kurz selber vor. Vielen Dank für diese herzerwärmenden Worte. Flasht mich jetzt wiederum, dass Sie mich so vorstellen und so wahrnehmen. Ein schönes Feedback. Ja, Janine Kronhardt, Diplompsychologin, hier am Sana Klinikum, Psychoonkologin und im palliativpsychologischen Bereich tätig. Bin auch, da haben Sie mich gesehen, Resilienzexpertin, also für das Thema der Selbstfürsorge, sehr examiniert durch Eigenübung, durch Selbststudium und durch Praxis, mich die letzten Jahre seit 2018 da in eine Art Resilienz-Expertise gebracht und das ist das, worüber wir sicher heute auch ein wenig sprechen werden. Ja. Danke nochmal für diese herzliche Einladung. Sehr gerne. Ich habe ja als ersten Gedanken gehabt, holy shit, meine Diagnose war richtig scheiße, also die Überbringung der Nachricht. Aber wenn ich mir vorstelle, jemand wie Sie hätte mir gesagt, Frau Singh, Sie haben Krebs, ich glaube, das wäre ein bisschen anders abgelaufen. Gehört es denn auch zu Ihren Aufgaben, solche Nachrichten zu überbringen? Das ist den Ärzten nach wie vor vorbehalten, also den Medizinern, die aber mit weisem Blick darauf vielleicht auch ab und zu uns Psychoonkologen mit dazu rufen, insbesondere dann, wenn im Vorfeld klar wird, dass es eine schwere Diagnose ist, dass es eine Patientin oder ein Patient ist, der vielleicht auch schon vorher emotional vulnerabel erschien, sodass dann gerne im Vorfeld angefragt wird, ob ich Zeit habe, diese Diagnoseüberbringung, die Befundbesprechung mit zu begleiten. Einfach um dann emotional ein wenig mehr aufzufangen und im Nachgang, wenn alle Informationen eben angekommen sind, auch ins Gespräch zu gehen und die erste Krisenintervention umzusetzen. Manchmal wichtig, vielleicht auch einfach schon ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ja. Was ist denn so der Klassiker, ja, sage ich jetzt mal? Man bekommt die Diagnose. Wie reagieren denn die meisten Menschen? Kann man das überhaupt verallgemeinern? Gibt es da eine Übersicht? Sie treffen ja oft Menschen, die mit so einer Schockdiagnose konfrontiert werden. Sie haben es schon im Wort Schockdiagnose mit selbst beantwortet. Die erste Reaktion ist überbordende Angst. Und oft zeigt sich das in einer regelrechten Schockreaktion. Also die Konfrontation im Wort Krebs mit Endlichkeit, der eigenen Endlichkeit konfrontiert zu werden, erzeugt auch physiologische Veränderungen, also Herzschlag etc. Man ist aufgeregt und was ich immer mit beobachte ist, dass ab dem Punkt gar nicht mehr wahrgenommen wird, was noch kommt, weil der häufigste Satz, der heutzutage bei Krebsdiagnosen begleitet wird, ist ja, ist heilbar. Zum Teil hören das die Patienten und Patientinnen leider nicht mehr, weil die so in dieser Diagnosemitteilung gefangen sind, dass es dann eben auch meine Aufgabe ist, dies aufzuweichen und den Fokus ein wenig zu versetzen. Also Angst, Schock,
ist schon meist die erste Reaktion. Ja, und da gibt es aber bestimmte Techniken, wie man dann damit umgehen kann. Oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Bei mir wurde es, wie gesagt, leider nicht praktiziert, sage ich mal. Ich war da sehr alleine auf mich gestellt und auch mit meinem Mann sehr allein gelassen, aber im Optimalfall, ja. Was könnte man denn jetzt machen? Jemand hat diese Diagnose bekommen, hat Angst, gibt es da Übungen oder was kann man da in dem Fall machen? Die erste Aussage ist immer, so viel Informationen, wie ich vielleicht vertragen kann für den Moment, auch medizinisch abzufragen. Also da geht es ja häufig darum, welche Therapien werden empfohlen, wie ist die Tumorformel, wie lange wird der Zeitrahmen sein, über den sich Therapie bis hin womöglich zur Genesung erstreckt. Aber im Idealfall ist es erstmal zu akzeptieren, es ist jetzt, wie es ist. Daran sich abzuarbeiten, zu zerdenken, hat eigentlich nur Ressourcenverluste und führt auch dazu, nicht sich auf die Therapie konzentrieren zu können. In erster Linie alle Emotionen zulassen. Das heißt, Emotionsregulation wäre hilfreich, damit der Kopf klar ist für all die Informationen, die medizinisch ja an mich herangetragen werden möchten. Da gibt es natürlich sogenannte Grounding-Techniken. Also gerade wenn wir im Schock sind, braucht der Körper verbunden mit Körper, Geist und Seele erstmal ein Gefühl, am Boden zu bleiben. Eine der besten Techniken überhaupt, die wir immer anwenden, die auch dem Yoga entlehnt, ist das aktive, bewusste Atmen. Also wenn ich mit einer Schockinformation, und das muss nicht nur medizinisch sein, konfrontiert werde, gilt es, die Erfahrung zu machen in Selbstwirksamkeit über das bewusste Atmen. Ich kann jederzeit, an jedem Ort auf dieser Welt mich selbst regulieren. Also ganz einfache Technik, 3-mal bewusst ein und doppelt so lange ausatmen, reduziert dann auch die aufgeregten physiologischen Parameter. Dann dahin zu kommen, wenn diese Techniken nicht reichen, sich professionelle Hilfe zu suchen. In jeder Klinik, wo es onkologische Zentren gibt, gibt es auch Psychoonkologen, die Ansprechpartnerin sind. Gibt es eine Übung, die ich sehr gerne immer nutze, das ist die sogenannte Butterfly-Hug-Übung. Schmetterlingsflügelschlagübung. Ich nenne sie auch meine kleine Wunderübung. Vielleicht zeige ich dir einfach mal, weil die kann in jedem Kontext auch bei anderen Krisen gut zur inneren Stabilisierung nutzen. Also man setzt sich ganz bewusst aktiv aufrecht hin, normalerweise im Idealfall gerne auch angelehnt und überkreuzt die beiden Arme so, dass sie entweder die Schultern berühren oder auch manchmal zu finden die Schlüsselbeine. Ich finde es angenehmer hier. Und dann ist die Übung darin bestehend, sich in einen Zustand der absoluten Entspannung zu bringen. Also entweder erinnern Sie sich an einen Zustand, an eine Begebenheit, Situation in Ihrem Leben, wo Sie einfach Ruhe gespürt haben und gehen alle 5 Sinne durch. Also wie hat es dort ausgesehen, wie hat es dort gerochen, war vielleicht irgendein Geschmack in der Luft, was habe ich gehört und was habe ich im Körper durch diese Ruhe gespürt. Und dann ist der Trick letztendlich, dieses Gefühl ganz bewusst abwechselnd in sich einzuklopfen. Das Ganze verbunden mit dem bewussten Atmen, tief ein, neue frische Energie einatmen und verbrauchte Energien wieder auszuatmen und dann dieses Tempo, was letztendlich als Impuls von einem selbst vorgegeben wird, beizubehalten, in dem Fokus in dieser beruhigenden Situation zu verweilen und dann, wenn es genug ist, auch der Impuls kommt aus dem Inneren, bewusst mit einem tiefen Atemzug diese Übung zum Abschluss zu bringen. Also die nutze ich zum Beispiel jetzt, wo ich vielleicht ein bisschen aufgeregt war, habe ich das tatsächlich jetzt auch für mich genutzt, dieses Interview vielleicht etwas beruhigender anzugehen. Und in jeder Situation ist es eine Fokusübung, die ich immer mal wieder mit meinen Patientinnen auch umsetze. Super. Das kann man dann auch den Angehörigen vorschlagen oder sogar Kindern oder... Ja, so einfach diese Übung anbietet für jeder Mann, für jede Frau.
Weil was man ja oft auch vergisst, es geht ja nicht nur um die Person, die die Diagnose bekommt, da sind ja eben Menschen drumherum, der Partner, Partnerin, Eltern, Kinder, die ja auch genauso in diesem Zustand sind, wo sie einfach hilflos sind. Und Sie haben jetzt schon gesagt, jeder sollte sich Hilfe holen bei einem Psychoonkologen, aber ich stelle schon fest, dass sehr, sehr viele Menschen das A nicht wissen oder es ihnen eben auch nicht gesagt wird oder dass sie eben so ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, sich blöd vorkommen, danach zu fragen, so Psychologie und so. Da haben ja immer noch Leute einfach so ein bisschen die Handbremse. Ich kann nur sagen, mir hat es sehr, sehr geholfen, dass ich Therapeuten an meiner Seite hatte, vor allem, weil ich eben auch nicht wusste, geht mein Leben weiter. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wichtig, dran denken, man braucht die Unterstützung. Ganz, ganz ganz, ganz doll. Ich fand zum Beispiel auch total wichtig, dass man eben diese Paarsituation auch guckt, weil man oft vergisst eben, dass der Angehörige oder der Partner so verzweifelt ist. Machen Sie auch Paarberatung, wo Sie merken, oh Gott, manchmal hat ja auch der Partner viel mehr Angst als der Erkrankte. Also Tatsächlich habe ich die Zeit der Pandemie genutzt, wo eben auch nicht viel draußen passierte und einfach der Rahmen auch da war, sich in Fortbildung, Weiterbildung zu begeben, eine paartherapeutische Ausbildung auf meine Expertise aufzusetzen, einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, letztendlich betrifft eine Erkrankung wie Krebs eben nicht nur diese eine Person, sondern insbesondere alle Herzensmenschen. Und die engste Person ist oft eben der Partner oder die Partnerin. Und da immer mal wieder Patienten den Weg zu mir gefunden haben, die dann sehr schnell auf das Thema der sich verändernden Paarbeziehungen gekommen sind, aufgrund eben dieser Erkrankung und den Herausforderungen, die damit verbunden sind, habe ich gedacht, das wäre ein guter Ansatz. Letztendlich gehört das auch zur Angehörigenbegleitung, Betreuung mit dazu. Es verändert sich unglaublich viel und eigentlich ist es das Angebot, die Partner auch mal mit bei uns ins Gespräch, die ja auch oft zu Besuch auf Stationen sind, einzuladen, über die Ängste und Sorgen der Angehörigen, der Partner zu sprechen. Es geht eigentlich in diesem Arbeitsauftrag darum, ein gewisses Maß an Normalität auch wieder herzustellen, nämlich zu erklären, dass jetzt Veränderungen für einen gewissen Zeitraum stattfinden werden, dass zum Beispiel Sexualität als Thema sicherlich eine untergeordnete Rolle spielt, dass aber das Bedürfnis nach Körperlichkeit dennoch vorhanden ist, dass es vielleicht auch eine Zäsur sein kann, diese Diagnose zu begreifen für eine sich verändernde Paarbeziehung, um es vielleicht noch besser zu gestalten, Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse zu erkennen, die des Partners und auch klar zu machen, dass Angehörige ebenfalls in der Selbstfürsorge mehr oder weniger gar die Pflicht haben, gut für sich zu sorgen, um genug Energien zu haben, auch für den Partner, die Partnerin adäquat da zu sein. Ja. Also all das einfach auch mal anzusprechen und zu enttabuisieren und klar zu machen, Sie sind nicht alleine, kann zu einer enormen Entlastung führen und sich auch öffnen für Gespräche in Freundeskreisen und zu erkennen, wir sind nicht allein. Wie wichtig ist denn diese Erkenntnis, wir sind nicht allein, ich habe eine Selbstwirksamkeit im Hinblick auf den Heilungserfolg? Oh, ein großes Thema. Mein Claim, wenn Sie in meinem Vortrag aufmerksam zugehört haben, das haben Sie, genau, ist ja, jeder trägt seine Lösung in sich selbst. Und zu erkennen, dass ich nicht Opfer einer Situation bin, nicht Opfer einer Diagnose bin und dass ich letztendlich die innere Weisheit auch ein Stück weit in mir selbst trage, Unterstützung erfahre durch die Fortschritte in der Medizin, kann dazu führen, dass auch Selbstheilungsmechanismen aktiviert werden. Wir sind ja mittlerweile so weit, also ich gehe auch hypnotherapeutisch manchmal mit in die Gespräche, spreche das Unbewusste an, weil letztendlich ca. 95% dessen
wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie wir fühlen, wird aus dem Unbewussten heraus generiert. Und wenn wir davon ausgehen, dass dort die Weisheit liegt, ist es sehr wichtig, diese Aspekte mit zu betrachten. Das Gefühl, gerade bei großen Veranstaltungen, ich bin nicht allein, regt vielleicht auch an, ins Gespräch zu kommen, von anderen Erfahrungen zu profitieren und nicht so rigide einem Schema F zu folgen, sondern zu wissen, wenn ein Vorschlag von Medizinern in mir etwas ins Schwingen bringt und ich resoniere, dann ist das mein Weg. Ja. Genauso aber auch die Erfahrung zu machen, ich darf etwas ablehnen. Ja. Ich muss nicht dem Vorschlag der Mediziner folgen, weil ich spüre, das ist nicht mein Weg. Ja. Und das ist, glaube ich, in der heutigen fortschrittlichen Weise, auch wie Psychoonkologie gelebt wird, die Aufgabe von uns, klarzumachen, ich begleite dich in deinem Weg. Ich bin nicht Vertreterin der klassischen, traditionellen Psychologie, wo es auch darum geht, Defizite präsent zu machen, sondern die Ressourcen zu aktivieren. Und gemeinsam auch als Team mit den Medizinern zu schauen, was passt genau zu dieser Person. Also individualisierte Wege zu gehen, ist, glaube ich, erfolgversprechend. Ich finde immer interessant, dass ja die gesunden Menschen, also die gesunden, das klingt jetzt so, aber die ohne Diagnose. Ja, genau, die ohne Diagnose. Aber man hat ja so einen Instinkt für Leute, ja. Der passt mir, der nicht und so. Aber sobald Leute in so eine Krankheitssituation kommen, hören sie oft auf, zu sagen, ja, den mag ich, der ist mir sympathisch. Den Arzt finde ich richtig klasse. Und ich bin ja am Anfang immer so ein bisschen, also nicht angeeckt, aber alle fanden mich so ein bisschen schräg, weil ich immer gesagt habe, Mensch, sie finde ich ja toll. Ja, weil ich aus einer Branche komme, wo man das auch sagt und wo man sagt, du bist ja der Oberknaller und das macht man so. Und bei den Ärzten ist es natürlich so, wie jetzt, was meint ihr da jetzt und so. Und ich sage ja auch in fast allen Videos immer, wie sehr ich meine Professorensammlung liebe, weil ich die alle so toll finde. Aber ich habe eben auch festgestellt, es gibt Ärzte, mit denen kann ich nicht so. Und da ist eben wichtig, dass man merkt, das passt jetzt irgendwie nicht. Aber da auch den Mut zu haben, vielleicht kann ich mir die gleiche Expertise bei einem anderen Menschen holen, weil ich finde eben, dass dieser menschliche Kontakt ganz wichtig für die Heilung ist. Also bei mir ist es zumindest so, ich spüre das richtig, wenn ich zu meinem Check-up gehe, dann freue ich mich, dass ich die sehe, ja. Und ich finde das ganz wichtig. Ja. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich da so allein auf weiter Flur bin. Deswegen bin ich froh, dass Sie das so professionell auch nochmal in Worte fassen, weil ich natürlich nur so ein emotionales Gefühl dazu habe als Patientin. Aber ich glaube, dass da ganz viel Kraft in uns liegt, wenn wir uns eben auch mit den richtigen Menschen umgeben. Und Heilung ist ja auch so ein Thema, was erstmal, wenn man so eine Diagnose bekommt, vielleicht gar nicht so naheliegend ist. Erstmal hört man es vielleicht gar nicht, dass es gute Heilungschancen gibt. Und erstmal fokussiert man sich ja auf dieses Ich bin krank. Ja, man sagt ja nicht, ich bin jetzt krank und dann werde ich bestimmt gesund, sondern viele bleiben eben hängen an diesem Ich bin krank. Und bei Celebration geht es eben auch darum, dass man guckt, nee, Moment mal, ja, das ist jetzt so, aber jetzt gucken wir doch mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht wird es ja ganz interessant. Ohne meine Diagnose würde ich ja jetzt nicht hier mit Ihnen sitzen. Also, und ich sitze hier gerne. Ich finde es ganz toll. Wie ist denn das mit Visualisieren? Ich bin ja jemand, ich habe mein MRT schwarz visualisiert. Schwarz ist gut in dem Fall, weiß sind die Metastasen, die wir nicht haben wollen. Und ich bin jemand, der total ans Visualisieren glaubt. Haben Sie da irgendwie Erkenntnisse dazu, die mir nochmal neue Gedankengänge vielleicht eröffnen? Eigentlich die Bestätigung, wie Sie es richtig machen, die Macht der inneren Bilder auch zu nutzen. Natürlich birgt es immer die Gefahr, dass durch Visualisierung auch neue Ängste, die man vielleicht nicht genau handeln, copen kann, entstehen können. Aber letztendlich nutzt sich die Visualisierung, die auch in der Hypnose genutzt wird, dadurch, dass eben die innere Überzeugung oder das Unbewusste als Anteil mitgenutzt wird. Und alle Kraft, alle Weisheit liegt eben genau darin,
Und vielleicht weiß das Unbewusste oder auch in Form von inneren Bildern viel mehr, mit welchen Energien, mit welchen Farben, mit welchen Bildern eine Art Heilung entstehen kann und wie sich auch das energetisch in jeder Körperzelle manifestieren kann, dass es als Ressource nutzbar ist. Ja. Also letztendlich, wenn der Weg für Sie, den Sie ja intuitiv genutzt haben, über eine Visualisierung als Stärkung auch der richtige Weg ist, dann wird es immer helfen. Andere nutzen eher, weiß ich, Podcasts, also gehen über die kognitive Komponente. Wiederum andere gehen über Körpergefühle oder überhaupt über Bewegung. Da ist es wieder die Bestätigung, den eigenen Weg zu finden. Womit gehe ich in Resonanz? Weil das wird letztendlich die größte Kraftquelle und ja, vielleicht auch Heilungsquelle dann sein. Ja, also interessant finde ich, dass sich in den letzten paar Jahren ja zum Glück ein bisschen was verändert hat. Ich bin ja so ein Fall, ich bin Studienpatientin, nehme so ein Hightech-Medikament, ja, also schulmedizinisch weit oben aufgehängt, sage ich mal. Aber trotzdem mache ich eben so Dinge wie Visualisieren, Meditieren, ich schaue auf meine Ernährung und zum Glück finde ich wirklich toll, da sage ich wieder, hallo meine liebe Professorensammlung, ich liebe euch alle, dass ihr mich unterstützt. Zum Glück ist es nicht mehr als ein Widerspruch angesehen, sondern man kommt zum Glück jetzt dahin zu sagen, ja, stimmt, das gehört alles zusammen, ganzheitlich. Ich finde, diese Schere bewegt sich zum Glück zusammen, so habe ich das Gefühl für mich. Also da ist man nicht mehr so der totale Freak. Ja, ist ja so. Also ich habe schon Ärzte getroffen, die gedacht haben, was ist denn das für eine? Die hatten Schaden, ist einfach so. Ich glaube, dass, ja, da sind wir wieder bei den Menschen. Es gibt eben Menschen, die können miteinander sprechen und andere halt nicht. Das, aber das hat sie sicher noch mehr motiviert, genau ihren Weg so zu gehen. Ja, ich glaube, dass ich dadurch, dass ich schon viel erlebt habe und viele verschiedene Menschen getroffen habe, ein gutes Gefühl dafür hatte und auch gut signalisieren kann, Dankeschön, toll, dass wir uns getroffen haben, aber ich glaube, ich brauche noch mal ein anderes Input, ohne dass ich jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf stoße. Aber ich glaube, ich habe da schon ein ganz gutes Gefühl trainiert gehabt, bevor ich überhaupt in die medizinische Situation gekommen bin. Also da bin ich auch dankbar dafür. Es hat mir viel geholfen. Die Achtsamkeit wollte ich noch ansprechen. Wir haben es schon so ein bisschen angeschraubt, die Achtsamkeit und die Kommunikation. Es ist ja so, dass viele auch sagen, Mensch, diese scheiß Motivationssätze, du bist stark, du schaffst das und so, die nerven die total. Die Patienten. Ja. Und auf der anderen Seite auch fühlen sie sich oft so, ich kann mich erinnern an einen Satz, der mir mal gesagt wurde, hat jemand zu mir gesagt, wo ich wirklich sehr, sehr krank war, du siehst ja aus wie das blühende Leben. Und das war natürlich ein Kompliment, aber ich habe einen halben Tag geweint, weil mich das so aus der Bahn geworfen hat. Der Person kann mir nichts vorwerfen, weil die wusste ja gar nicht, dass ich krank bin. Aber man merkt, dass man in so einer Situation natürlich viel sensibler, dünnhäutiger ist. Was würden Sie denn sagen? Kommunikation. Also gehen wir erstmal zurück zu den Angehörigen drumherum. Gibt es da irgendeine goldene Regel? Wie spreche ich mit Krebspatienten? Auf was soll ich achten in meiner Kommunikation? Nämlich genau so, als wären es keine Krebspatienten. Also das, was ich tatsächlich sehr häufig höre, ist, die Belastung ergibt sich daraus, dass die Betroffenen sehr häufig durch Angehörige stets an ihre Krankheit erinnert werden. Und eigentlich auch mal den Fokus gerne auf diese Normalität, was der größte Wunsch der Patientin ist und Patienten, gesetzt werden darf. Das heißt, wunschweise gebe ich gerne die Empfehlung mit, sachlich einmal alle zu informieren, die halt im engeren oder auch im weiteren Personenkreis eine Rolle spielen, in Kontakt sind, um dann zu sagen, behandelt mich so normal wie möglich, weil wenn ich aufgrund meiner Erkrankung zusätzliche Bedarfe oder Bedürfnisse habe, Unterstützung brauche, geht davon aus,
seid versichert, ich komme auf euch zu. Dass sozusagen auch eine Enttabuisierung stattfindet im Sinne, sie geben eine Bedienungsanleitung für den Umgang mit der kranken Person, mit einem selbst auch mit. Das entlastet nämlich auch die Angehörigen, die völlig überfordert sind und aus dieser Überforderung oft zu viel des Guten geben oder sich komplett zurückziehen und das gesamte soziale Gefüge instabil wird. Ja. Also viel eher ist es der Wunsch, den ich immer vernehme, behandelt mich so normal wie möglich und macht mir nicht jeden Tag durch Anrufe und Messages klar, dass ich krank bin. Ich habe es vielleicht gerade mal vergessen. Danke für die Erinnerung. Also das ist eher so ein Downer. Und wie gesagt, die Angehörigen, ich glaube, die Person dann auch nicht auf diese Krankheit zu reduzieren, erleichtert ja auch wieder den Umgang, weil die eigenen Ängste und Sorgen damit auch ein bisschen zurückgehalten werden. Normalität, Alltag, schöne Momente. Und Sie sprachen ja auch das Thema der Achtsamkeit an. Letztendlich im Hier und Jetzt sich klarzumachen, dass das, was war, kann ich nicht ändern. Die Diagnose ist da. Und das, was sein wird, kann ich auch noch nicht hervorsagen. Aber das, was ist, nämlich mit allem, was ist, auch an Hoffnung, sich eine schöne Zeit zu machen und das Beste aus der Situation mit all der Unterstützung eines medizinischen Ansatzes ist, glaube ich, der beste Weg und die beste Basis. Ja, das Hier und Jetzt ist ja auch für Gesunde ein wichtiges Thema. Im Moment zu sein. Wie oft sind wir Krankheit hin oder her eben nicht in dem Moment. Und wie schwierig ist es, eben was man auch übt bei der Meditation und so, diesen Moment zu spüren. Ja, ich finde, das ist also eine große Aufgabe für alle Menschen, dass wir wirklich im Jetzt leben und im Jetzt wirksam sind. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, das ist interessant, was Sie jetzt gesagt haben. Wenn die Kranken sagen sollen, wie es ihnen geht, dann müssen die natürlich auch wissen, wie das geht. Das klingt jetzt so ein bisschen, als könnten die meisten Menschen nicht sagen, was sie wollen. Aber ich glaube, dass es oft schwieriger ist, als sie es jetzt gesagt haben. Denn ganz oft habe ich jetzt erlebt bei anderen Patienten, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie sie es haben wollen. Sie wissen nur, es passt nicht. Ich möchte anders behandelt werden. Wie kommt man denn dahin, dass man selber rausfindet, wie möchte ich denn eigentlich verhandelt werden? Oder ist die Frage zu schwierig, weil es zu individuell ist? Erstmal ist jeglicher Ansatz von Genesung und Umgang mit einer so herausfordernden Diagnose sehr individuell und schwierig, aber es gibt kein richtig oder falsch. Das ist vielleicht schon mal eine Prämisse. Also den Betroffenen Mut zu machen, auf die Reise nach innen sich zu begeben. Im Fachjargon heißt es, Introspektion zu fördern, also nach innen zu schauen, sich mutig auch daran zu wagen. Welche Gefühle sind denn da gerade vorherrschend? Wie kann ich das vielleicht auch formulieren? Und da sind wir zu unterschiedlich, als dass es da einen goldenen Weg gibt. Aber sich überhaupt Fragen zu stellen und sei es die Annäherung durch, das möchte ich nicht, das mal zu notieren und dann vielleicht am nächsten Tag mal zu schauen, vielleicht ergibt sich daraus ja die Konklusion, aber das ist es dann. Durch Probieren, durch Austausch, wir sind soziale Wesen, das sind alles Möglichkeiten. Und Kommunikation, das sich bewusst zu machen, ist oft das Problem oder entsteht durch Kommunikation, aber die Lösung ist immer auch die Kommunikation. Also da zu nutzen mit den Herzensmenschen, denen ich vertraue, in Kontakt zu gehen, über Gefühle zu sprechen, sichtbar zu machen, was im Inneren ist und zu spüren, ich werde trotzdem geliebt und gemocht. Man ist für mich auch da, man ist für mich eine Unterstützung, da einfach den Weg zu ebnen. Durch Erfahrung werden wir klüger. Und es gibt natürlich auch Menschen, die das überhaupt nicht formulieren können, dann einfach auch in die Akzeptanz zu kommen, dass die zumindest verbale Kommunikation nicht mein Weg ist, aber da gibt es noch so viele andere Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation,
ja, sich dann auch Bedürfnisse einzufordern, wie eine Umarmung oder gemeinsame Zeit. Da kann auch eine Annäherung stattfinden. Und manche brauchen im Vorfeld dieser Erkenntnisse einfach ganz viel Zeit für sich selbst. Das bringt, glaube ich, so eine Diagnose auch, sich zu trauen, in das gefühlte Alleinsein mal zu gehen, um alles zu hören, was der Körper, der Geist und die Seele mitteilen wollen. Ja. Das als Voraussetzung, um nicht einen Schritt vor dem nächsten zu machen, sondern mutig sich auch vielleicht in Schreibtherapie, ich weiß, dass Herr Professor Sehuli da ganz aktiv ist, gucken, was ist mein Weg der Kommunikation, Tanzen, Bewegung, kann ja auch Ausdruck verschaffen, Ängste loszulassen, akzeptieren, in sich reinhorchen, schauen, welcher Kommunikationsweg ist meiner und dann sich auch erlauben, ich bestimmt zu sagen, in voller Selbstliebe entscheide ich mich dafür und gegen jemand oder etwas anderes. Wenn ich Sie so reden höre, dann bin ich wirklich ein bisschen traurig, dass wir uns nicht schon länger kennen. Aber jetzt, ja, jetzt kennen wir uns. Ja, ja, das macht alles total Sinn. Vielen Dank für diese wirklich weisen Worte. Ich glaube, das dann nochmal zu integrieren, ist nochmal ein bisschen eine Aufgabe, aber so als Denkanstoß, der ja hier auch nur gegeben werden kann, ist es total wertvoll. Ganz, ganz lieben Dank. Auf einen Punkt wollte ich noch eingehen, und zwar begleiten Sie ja auch Patienten, wenn die Reise zu Ende geht. Das ist ja ein Thema, was alle gerne ausblenden, mich eingeschlossen. Ich sage immer, mir hat es schon gereicht, dass das im Raum stand und ich konzentriere mich auf die Heilung und mein Leben und sage ja auch immer, ich werde uralt, aber es ist halt wirklich nicht immer so, dass die Krankheit oder alle möglichen Krankheiten, es geht ja nicht nur um Krebs, aber und jeder stirbt, wie wir alle wissen. Klingt so doof, aber man vergisst es oft. Ist ja so. Ja, was sind denn Ihre Erkenntnisse? Es klingt jetzt auch ein bisschen eigenartig vielleicht, aber wenn man jemanden beim Sterben begleitet und es öfter macht, gibt es doch bestimmt sowas, wo man sagt... das ist eine Erkenntnis? Ja. Also... Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis aus meiner Tätigkeit als Palliativpsychologin ist, im Leben wirklich das umzusetzen, wonach das Herz strebt. Also Patienten, Patientinnen bereuen selten das, was sie getan haben, aber sehr häufig leider das, was sie nicht getan haben. Und das für sich im Leben, gerade mit einer Diagnose wie dieser, die eine Zäsur ist, nochmal als Kick-off zu verstehen, das Leben neu zu sortieren, die Prioritäten neu zu setzen, sich ins Zentrum, ins gefühlte Zentrum des eigenen Lebens auch zu setzen, ist mit die wichtigste Erkenntnis. Und dass wir alle viel spiritueller sind oder werden am Ende des Lebens, weil es natürlich auch eine Hoffnungskomponente ist. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail, aber auch Abschiede zu zelebrieren im Hier und Jetzt noch. Und das nicht immer wieder zu verschieben, weil manchmal die Reise schneller beendet ist. Ja. Für sich etwas zu finden, einen Sinn im Leben, sinnstiftend, Sinnerkennung kann diese Lebensreise viel schichtiger gestalten und schöner sein lassen. Um in einen friedlichen Abschluss, innerer Frieden, daran darf man im Leben auch arbeiten, zu gelangen. Wow, ja, mich rührt sowas immer an. Ich muss immer aufpassen, dass mir nicht gleich die Wimperntusche verwischt, weil ich definitiv eine von denen bin, die sagen, diese Diagnose hat mich wachgerüttelt, mir klargemacht, was mir wichtig ist. Genau. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich vorher irgendwie Beamter in der Post war oder so. Ich habe schon immer sehr frei gelebt und Musik gemacht und bin meinen Weg gegangen. Aber ich denke, es ist schon nochmal eine andere Komponente. Ja.
Ja, vielen Dank, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich buche mich mal zu einer Therapiesession bei Ihnen Bitte, ein. gerne. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, meine Wimperntusche hält noch. Es sind ja manchmal wirklich nicht ganz einfache Themen, die wir hier besprechen, aber darum geht es eben auch im Leben, dass wir versuchen, diese schwierigen Themen mit viel Leichtigkeit zu bearbeiten, aber manchmal wird es eben auch schwer und bleibt alle gesund und wir sehen uns bald. Tschüss! Celebration.